In vielen Ländern in Asien, Afrika und Südamerika herrscht Hunger. Ein Grund dafür ist, dass eingelagertes Getreide verschimmelt oder von Tieren verunreinigt oder gefressen wird. Dadurch gehen bis zu 35% dieser Nahrungsmittel verloren. Außerdem gibt es in vielen dieser Länder unglaubliche Plastikmüllberge. Im Viktoriasee schwimmen ganze Inseln aus PET-Flaschen. In Deutschland lebt Bernd. Er kauft jedes Jahr 100 Kilogramm Dinkel bei einem Bauern, um im Laufe des Jahres Brot davon zu backen. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, dieses Getreide gut zu lagern, kam er auf die Idee, es in PET-Flaschen aufzubewahren. Damit es frisch bleibt, füllt er diese Flaschen mit trockenem Getreide und vakuumiert den Inhalt mit einem Vakuumiergerät. Das funktioniert so gut, dass er dachte, das könnte helfen, das Problem in Asien, Afrika und Südamerika zu lösen. Er trifft sich mit Freunden und sie überlegen, wie man ein Vakuum in einer PET-Flasche ohne Vakuumiergerät herstellen kann. Sie finden eine absolut einfache Lösung. Man braucht nur eine 100 ml Einwegspritze, eine leere saubere PET-Flasche mit Deckel, trockenes Getreide und einen Becher, der als Saugglocke funktioniert. Weil diese Methode so genial einfach ist, nennen sich Bernd und seine Freunde die Vakuumhelden. Wie man damit ein Vakuum herstellt, zeigen Bernd und Ulrike euch hier. Für das Vakuumieren trockenes Getreide oder andere lose Nahrungsmittel so bis oben hin in die saubere PET-Flasche füllen, dass möglichst wenig Luft zwischen den Körnern bleibt. Den Deckel der Flasche locker aufdrehen, sodass er noch etwas Spiel hat. Er dient als sich selbst ansaugender Verschluss während des Vakuumierens. Als Saugglocke dient ein kleiner Becher mit möglichst kleinem Luftvolumen, zum Beispiel der Deckel einer Waschmittelflasche. Ein Loch für die Spritze hineinbohren, auf die Flasche aufsetzen und die Spitze der Spritze hineinstecken. Nun 3- bis 4-mal kräftig an der Spritze ziehen. Die in die Spritze gezogene Luft dabei natürlich nicht wieder in die Flasche zurückpumpen. Am Ende den Deckel gut zudrehen. Wer testen möchte, ob es funktioniert hat, dreht den Deckel auf. Ertönt ein knackendes Geräusch, ist die Luft wieder drin und das Vakuum war vorher in Ordnung. Nun muss man natürlich erneut vakuumieren. 2 Probleme können damit gelöst werden: Hunger und zu viel Müll. Jetzt ist die Aufgabe der Vakuumhelden, diese Methode möglichst vielen Menschen in Asien, Afrika und Südamerika zu zeigen.